Ach, soll dazu was reden? Ja, einfach mal was Okay, erzählen. wir haben hier einmal rechts das Wärmebildgerät. Das kann man zusätzlich auch ranbauen an die Granatmaschinenwaffe, dass wir auch nachkampffähig sind damit. Links daneben haben wir das Laserentfernungsmesser, beziehungsweise den Laserentfernungsmesser. Können wir Entfernungen mit messen, dass wir das nicht mehr mit berechnen müssen mit einem Doppelfernrohr, wie wir nachher noch gleich sehen werden. Und daneben haben wir das Spektiv Leica, ist für die Scharfschützen, auch für die Entfernungsermittlung, dass ihre Ziele ordentlich zuweisen können. Links weiter haben wir dann ganz rechts, hier äußerst rechts, die Bonnie M. Ja, Unterschied zur Lucy, wie wir sie hier sehen, ist einfach, die Bonnie M hat 3D und die Lucy nur 2D. Daneben noch das Big 35. Kann man sich auch einfach umhängen und das damit auch kann halt bei Nacht was aufklären. Links daneben haben wir das Laser-Lichtmodul, kurz LLM, wird dran gebaut ans G36 mit. Haben hier einmal eine Funktion für ganz normal Licht und auch einen Laser noch dran. Ja, hier links haben wir dann die Granatmaschinenwaffe, 40 mm. Ist für den Kampf gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge, Panzerstahl bis 70 mm kann es durchschlagen und ist im Dreimann-Trupp immer unterwegs. Ja, kommen wir zum MG5. Ja, 7,62 mm hat das MG3 abgelöst. Haben wir jetzt hier nicht, steht da hinten. Können wir gleich nochmal zeigen. Ja, ist auch eine Zwei-Mann-Waffe, beziehungsweise Ein-Mann-Waffe, aber im Trupp unterwegs. Einer trägt die Munition, einer die Waffenanlage sozusagen und Lafette, kann auch auf eine Lafette auflafettiert werden. Daneben das schwarze ist das MG4, 5,56. Ja, einfach eine schnellere Feuerkraft als das G36. Einmannwaffe, ist halt als leichtes Maschinengewehr in der Gruppe mit dabei. Dann kommen wir zum G82. G82 ist auf Kampfentfernung bis 1800 Meter. Können auch leicht gepanzerte Ziele mitbekämpfen und auch gegen Stellungen wird es verwendet. Also MG-Stellungen, die man aufgeklärt hat. Dann daneben das G22, eine Kampfentfernung bis 1100 Meter. Optimal auch so im Bereich 800 Meter einzusetzen. Das ist auch eine Einmannwaffe, ist aber wird auch im Trupp verwendet. Ein Schütze und einer, der mit dem Spektiv das Ziel freigibt. Und das war es dann schon dazu. Hier unten den K98, den kennen wir ja. Und ganz links ist das Gewehr G3, Vorgänger zum G36. Hier auch mit der Zieloptik drauf. Das ist dann für Präzisionsschützen. So, links daneben haben wir dann die Lafette. Ist jetzt keine Waffe auflafettiert. Können wir aber gleich nochmal für ein Bild auch auflafettieren. Kann das MG3 auflafettiert werden und das MG5. Haben beide eine Aufnahme dafür. Hauptsache es kommt nachher wieder hin. Ja, na klar. So, jetzt haben wir die linke Grenze, die Tanne gewählt und für die rechte Grenze den vertrockneten Baum mitten auf der Freifläche. Ja. Weiter rüber kommen wir nicht. Gut. Jetzt könnte man noch die Höhe einstellen. Zum Beispiel unten die Dann Waldkante. machen wir. Wir nehmen dann Mitte vom
Baum, wo keine Blätter mehr dran sind. Viel mehr kann ich jetzt nicht mehr einstellen. Ja, wenn es maximale Höhe ist, dann lassen wir das so. Okay. Also man kann die Höhe und die Tiefe jetzt noch begrenzen auf ein paar Meter. Und dann wären wir auch schon kampfbereit. Das ist die Leuchtbüchse, Carl Gustaf. Wird verwendet für Gefechtsfeldbeleuchtung. Ist auch eine Zwei-Mann-Waffe, das heißt einer schießt und der andere stabilisiert unten am Fuß. Und somit wird dann Gefechtsfeldbeleuchtung geschossen für unsere eigenen Kräfte, dass sie auch auf dem Gefechtsfeld ordentlich alles beobachten können. Ist dann taghell wirklich. Kommen wir weiter hier unten zu der Granatpistole und dem Abschussgerät AG40. Der Vorteil hier ist halt, ich kann das AG40 an das G36 mit ranbauen. Mal kurz. Ein G36 mit einem AG dran, bitte. Das heißt, pro Gruppe trägt es, sonst hatte man nur die Granatpistole, hat der stellvertretende Gruppenführer gehabt. Jetzt der Vorteil beim AG40 ist halt ein bisschen schwerer, auch an der Waffe dran, aber ich kann direkt mit der Waffe bin ich im Ziel und kann auch auf Stellungen wirken, kann auch auf Türen wirken, Fenster wirken und brauche nicht extra die Granatpistole von hinten nach vorne holen. Hab's halt gleich mit drin, ist ein Vorteil, 40 mm. Gut. Oben haben wir halt noch die, ganz außen rechts, die Signalpistole, in klein sozusagen. Können wir auch Vorfeld mit beleuchten oder auch Ziele mit markieren, dass man oder dass jeder weiß, wo dann auch der Feind ist. Also ich persönlich nutze es auch viel dafür. Gut, links daneben haben wir die bisschen ältere Variante Pistole P1. Kennen wir ja aus dem Protokolldienst, da wird ja noch verwendet. Und darunter dann die Pistole P8. Zum Üben oder wenn man Nahkampfübungen macht, dann hat man noch diese Blauwaffen, die Blue Guns, auch mit einem extra Verschluss. Dann fürs G36 kann ich dann, wenn ich PT-Munition verschieße, muss ich natürlich den Verschluss auch wechseln. So, hier haben wir noch die MPGs, was wir dann draufschrauben, um die Manövermunition auch verschießen zu können, ja, weil dann der Druck sonst nicht ausreichen würde, um den Verschluss wieder nach hinten zu bringen. Die Handgranate, auch Übhandgranate zum Üben vom scharfen Wurf. Gibt es auch Zünder, haben wir jetzt aber hier nicht bei. Ansonsten MP7. MP7 nutzen wir halt bei uns für den Kraftfahrer, weil der natürlich ja, eingeschränkt ist vorne und wenn der absitzen muss, ist natürlich. Haben wir es? So? Jojo. Wenn der absitzen muss, dann ist eh schon ein bisschen was schief gelaufen. Deshalb nutzen die Kraftfahrer die MP7 und die bekommen zuerst auch immer diese Weiterbildung zurzeit bei uns mit der Waffe schießen, Ausbildung, weil die anderen normalen Soldaten, die hinten drauf sitzen und nicht als Kraftfahrer eingeteilt sind, natürlich ganz andere Waffen haben, um damit wirken zu können. Genau. Panzerfaust 3 haben wir hier. Haben wir jetzt auch den Nachtseeaufsatz vorgeschraubt, dass wir auch kampffähig sind bei Nacht. Und ja, das war schon so Panzerfaust. Also ist halt auch nachtkampffähig. Haben wir hier einen Adapter dran. Den müssen wir halt dran bauen. Ne? Und dann haben wir hier das NSA 80, was dann vorgeschraubt wird. Kann ich dann einklappen und dann kann ich auch bei Nacht Ziele bekämpfen.